Dank eines Jubiläumstrailers vom Entwicklerstudio Ubisoft Bordeaux konnten wir einen Blick auf neues Material zu Assassin's Creed Mirage werfen. Neben neuen Eindrücken zu Mirage enthält es auch noch Hinweise auf einen möglichen Trailer, der dazukommen könnte. Aber mehr dazu in diesem Video. Es war eine Zeit lang ziemlich ruhig, was Infos rund um Assassin's Creed angeht, doch jetzt fängt es wieder so langsam an. Gestern hat das Studio, welches Assassin's Creed Mirage entwickelt, sein 5-jähriges Bestehen gefeiert. Die Rede ist natürlich von Ubisoft Bordeaux. Die haben ja in der Vergangenheit auch schon das Zorn der Druiden DLC für Assassin's Creed Valhalla gemacht und den wohl lustigsten Content für Assassin's Creed Valhalla ever. Natürlich haben sie die letzten Jahre in einem schönen Video festgehalten und dabei auch Assassin's Creed Mirage mit erwähnt. Aber nicht nur erwähnt, sondern auch etwas geliefert natürlich. Nämlich Bildmaterial. 5 Bilder an der Zahl, wobei 3 Bilder eher wie bewegte Bilder oder GIFs aussehen. Aber lasst uns die alle einzeln mal angucken. Ihr könnt ja dann am Ende sagen, was ihr davon haltet. Die ersten beiden Bilder sind aus dem Jahr 2021 und zeigen einen Assassinen, der sein Ziel beobachtet. Das könnte Basim sein oder auch jemand anderes. Das Ziel ist jedoch interessant, denn das ist schwer bewacht, sieht ein wenig reifer aus, also älter, und könnte ein wichtiger Mann aus der Politik Bagdads sein. Ich würde sogar fast sagen, er könnte ein Kalif sein, denn ich habe einfach mal Kalif 9. Jahrhundert eingegeben und der Mann hier auf einem Bild, der einen Kalifen darstellen soll, hat eine vergleichbare Robe an wie der Mann hier auf dem Concept Art. Im zweiten Bild sehen wir dann jemanden, der sehr aussieht wie Basim. Nur glaube ich, ist es kein Assassine bzw. keine Assassinenrobe. Könnte also bedeuten, dass wir hier Basim sehen, bevor er dem Orden beitritt. Jetzt kommen wir aber zu den 3 Bildern in Anführungsstrichen, die etwas anders sind. Die Hinweise enthalten, dass wir bald einen neuen Trailer bekommen könnten. Doch Freunde, konnte ich euch eigentlich bis hierhin etwas Gutes tun? Dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und bleibt mit einem Abo einfach hier auf diesem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich spiele die 3 GIFs bzw. bewegten Bilder einfach mal langsam ab, damit ihr sie perfekt betrachten könnt. Das erste Bild zeigt wahrscheinlich Basim als Assassinen, wie er seine versteckte Klinge zieht. Hier gibt es wirklich nichts Besonderes, es wirkt eben sehr oldschool und soll wahrscheinlich sagen, hey, wir gehen in Richtung AC1. Das nächste Bewegtbild zeigt halt dann eben ein wenig mehr, wenn nicht sogar sehr, sehr viel. Die linke Person ist definitiv Basim. Das erkennen wir an dem roten Tuch am rechten Arm, was er in fast allen Artworks, die sichtbar sind, trägt. Rechts weiß ich nicht wirklich, wer das ist. Was meint ihr? Könnte das Heitam sein? Auf jeden Fall sieht es so aus wie ein Schüler und er trägt keine versteckte Klinge, wie es aussieht. Können wir also junge Novizen für unsere Sache in Bagdad rekrutieren? Ist das schon so ein kleiner Hint? Außerdem zeigt uns dieses Bild, dass die Farbe des Gürtels deinen Rang im Orden repräsentieren könnte. Ähnlich wie zum Beispiel in Kampfsportarten, Taekwondo oder Karate. Doch die blaue Farbe am Gürtel ist auch im Trailer zu sehen, als Basim noch selbst ein Schüler war. Ist also schwer zu sagen, wie da die farbliche Reihenfolge ist, wie da der Rang ist. Das müssen wir dann uns angucken. Und das letzte Bewegtbild zeigt uns eine Art Aufnahmeritus, ähnlich wie in Assassin's Creed Unity oder in Assassin's Creed 1. Dieser ist in den Bergen und ich kann mir gut vorstellen, dass die Silhouette im Hintergrund Alamut sein könnte. Sonst habe ich bei dem dritten Bild kein krasses Detail gesehen. Vielleicht habt ihr ja noch eins gesehen. Aber Moment mal, denkt ihr euch, war es das schon? Du hast doch irgendwas von Trailer gesagt. Ja, genau. Die letzten 3 Bewegtbilder waren bewegte Bilder. Da haben sich Leute die Mühe gemacht, das Ganze zu animieren. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, in frühen Phasen der Entwicklung wird sowas nicht gemacht, beziehungsweise generell wird sowas nicht gemacht. Entweder gibt es Konzepte oder es gibt eben Animationen schon im Spiel, ja, in der Engine. Aber ich glaube nicht, dass sich die Leute die Mühe machen, zu gucken, okay, wie sieht das aus, wenn sich das jetzt bewegt? Ich weiß nicht, ob das wirklich so hilfreich ist für die Entwickler am Ende des Tages. Aber wie gesagt, ich kann auch falsch liegen. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass diese bewegten Bilder vielleicht Teil von einem Promo-Trailer für Mirage werden können und dass wir bald einen exklusiven Einblick in diesen bekommen könnten. Exklusive Inhalte zu Mirage gibt es aber übrigens schon, denn ihr könnt nämlich mal hier reinschauen. Access the Animus hatte ein Interview mit den Entwicklern und ich habe für euch die wichtigsten Infos rausgepickt. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, tschö mit Ö und ciao mit V.